Wie kann ich mir deutsche Wörter besser merken? Meine Schüler fragen mich das oft. Sie denken, man lernt Deutsch nur durch Sprechen. Aber das stimmt nicht. Lass mich dir eins sagen. Mit Lesen lernst du neue Wörter und vergisst sie nie wieder. Wenn du oft liest, siehst du Wörter immer wieder. So merkst du sie dir besser. Am Anfang ist das Lesen vielleicht schwer. Viele Wörter sind neu und du verstehst nicht alles. Das ist normal. Wenn du liest, lernst du Wörter im Satz, nicht allein. Du verstehst sie durch den Text. Du musst nicht jedes Wort im Wörterbuch suchen. Wenn du jeden Tag ein bisschen liest, lernst du neue Wörter ohne Stress. Jetzt gebe ich dir 10 schöne und wichtige deutsche Wörter. Mit diesen Wörtern kannst du viele Dinge im Alltag sagen. Hör gut zu. Aufstehen, der Morgen, das Lächeln, der Kaffee, das Wetter, spazieren, die Straße, freundlich, denken und glücklich. Diese Wörter sind einfach, aber du kannst sie in vielen Sätzen benutzen. Jetzt lese ich dir eine kurze Geschichte mit genau diesen Wörtern vor. Achte beim Zuhören darauf, wie die Wörter im Satz stehen und was sie bedeuten. Versuch sie im Zusammenhang zu verstehen, nicht einzeln. So lernst du Wörter richtig, mit Gefühl und Erinnerung. Geschichte 1. Es ist früh am Morgen. Die Sonne scheint durchs Fenster. Lea steht langsam auf. Sie streckt sich und lächelt. Es ist ein neuer Tag. In der Küche macht sie Kaffee. Der Duft ist warm und lecker. Lea trinkt einen Schluck. Sie schaut aus dem Fenster. Das Wetter ist schön. Die Vögel singen. Der Himmel ist blau. Nach dem Frühstück zieht Lea ihre Jacke an. Sie geht spazieren. Auf der Straße sieht sie viele Menschen. Eine alte Frau geht mit einem Hund. Ein Mann trägt eine Tasche. 2 Kinder lachen laut. Alle sind freundlich. Lea denkt, heute ist ein guter Tag. Sie geht weiter. Sie spürt die Sonne auf der Haut. Sie hört Musik mit Kopfhörern. Sie fühlt sich ruhig. Sie fühlt sich glücklich. Nach einer Weile geht sie nach Hause. Sie macht noch eine Tasse Kaffee. Sie setzt sich auf den Balkon. Sie schaut in den Himmel. Lea lächelt wieder. Sie denkt, ich mag solche Tage. Einfach, ruhig und schön. Jetzt siehst du, wie Lesen beim Wörterlernen hilft. Du hörst die Wörter im Satz und verstehst sie im Zusammenhang. Dein Gehirn speichert sie leichter, weil sie Bilder und Gefühle haben. Lies die Geschichte noch einmal langsam. Achte auf die 10 Wörter und auf die kleinen Wörter daneben. Schau, welche Verben mit welchen Nomen zusammenkommen. Merk dir kurze Wortgruppen wie am Morgen, einen Schluck trinken, in den Himmel schauen. Du musst nicht jedes Wort nachschlagen. Vertraue dem Text. Beim 2. Lesen erkennst du mehr. Beim 3. Lesen klingen die Sätze schon natürlich. So wachsen dein Wortschatz und dein Gefühl für Deutsch. Jetzt gebe ich dir 10 schöne deutsche Wörter über Gefühle. Hör gut zu. Glücklich, traurig, müde, nervös, ruhig, überrascht, stolz, verliebt, einsam und zufrieden. Diese Wörter helfen dir, über dich selbst zu sprechen.
Du kannst sie in vielen Situationen benutzen, wenn du mit Freunden redest, wenn du erzählst, wie dein Tag war, oder wenn du einfach sagen willst, wie du dich fühlst. Jetzt lese ich dir eine kurze Geschichte mit genau diesen Wörtern vor. Achte beim Zuhören darauf, wie die Wörter im Satz stehen und wann die Person sich so fühlt. Versuch, sie mit deinem eigenen Leben zu verbinden. So lernst du Gefühle nicht nur mit dem Kopf, sondern mit dem Herzen. Geschichte 2. Es ist Montagmorgen. Mia steht früh auf. Sie ist müde, aber sie lächelt. Die Sonne scheint. Sie fühlt sich ruhig. Sie macht Frühstück und hört Musik. Sie denkt an das Wochenende. Am Wochenende ist sie mit Freunden im Park. Sie ist glücklich und lacht viel. Jetzt geht sie zur Arbeit. Sie ist ein bisschen nervös, weil sie heute mit ihrem Chef spricht. Ihr Chef sagt, „Du machst gute Arbeit." Mia ist überrascht und stolz. Am Nachmittag trifft sie ihren Freund Tom. Er bringt ihr Blumen. Mia ist verliebt und lächelt. Am Abend sitzt sie auf dem Balkon. Es ist still. Sie ist kurz ein bisschen einsam. Dann trinkt sie Tee und denkt an den Tag. Sie ist zufrieden und ruhig. Es war ein schöner Tag mit vielen Gefühlen. Jetzt siehst du, wie du mit Geschichten, Gefühle und Wörter zusammenlernst. Du hörst die Wörter im Satz und verstehst sie durch die Situation. Dein Gehirn merkt sich Wörter besser, wenn sie mit Emotionen verbunden sind. Lies die Geschichte noch einmal langsam. Achte auf die 10 Wörter und darauf, wann Mia sie fühlt. Versuch, die Wörter mit Bildern in deinem Kopf zu verbinden. Stell dir vor, du bist Mia. Fühl, was sie fühlt. So lernst du Wörter nicht nur mit dem Kopf, sondern mit dem Herzen. Beim 2. Lesen verstehst du mehr. Beim 3. Lesen merkst du, dass du die Wörter schon kennst. So lernst du Schritt für Schritt Deutsch zu fühlen und zu sprechen. Jetzt gebe ich dir 10 deutsche Wörter über Essen und Trinken. Hör gut zu, das Brot, der Apfel, das Wasser, der Teller, die Tasse, Essen, Trinken, Kochen, Schmecken und hungrig. Diese Wörter brauchst du jeden Tag. Du hörst sie zu Hause, im Café oder im Restaurant. Ich lese dir gleich eine kurze Geschichte mit genau diesen Wörtern vor. Achte beim Zuhören darauf, wie die Wörter im Satz stehen und was sie bedeuten. Versuch dir die Situation vorzustellen. So lernst du Wörter mit Bildern und Geräuschen im Kopf. Das hilft dir, sie besser zu verstehen und nicht zu vergessen. Geschichte 3. Es ist Mittag. Jonas sitzt in der Küche. Er ist hungrig. Auf dem Tisch liegt Brot und ein roter Apfel. Jonas schneidet das Brot und legt es auf einen Teller. Er kocht Suppe in einem Topf. Der Duft ist lecker. In einer Tasse hat er Wasser mit Zitrone. Er isst langsam und lächelt. Die Suppe schmeckt gut. Danach isst er den Apfel. Er ist süß und frisch. Jonas trinkt das Wasser und fühlt sich satt. Dann spült er den Teller und die Tasse. Am Nachmittag kocht er noch einmal, weil seine Freundin Lara kommt.
Sie bringt Gemüse und Reis. Zusammen kochen sie ein Abendessen. Sie lachen und reden viel. Lara probiert die Suppe und sagt, das schmeckt gut. Jonas freut sich. Sie essen Brot und Gemüse, trinken Wasser und Tee. Der Abend ist ruhig und schön. Nach dem Essen räumen sie alles auf. Jonas ist müde, aber zufrieden. Hai denkt, Essen macht glücklich, besonders mit Freunden. Jetzt siehst du wieder, wie Lesen dir hilft, Wörter zu lernen, die du jeden Tag brauchst. Du hörst die Wörter im Satz, verstehst sie durch die Geschichte und merkst sie dir leichter. Dein Gehirn liebt Wörter mit Bildern, Gerüchen und Gefühlen, wie Brot, Suppe oder Tee. Lies die Geschichte noch einmal langsam. Achte auf die 10 Wörter und auf die kleinen Wörter daneben. Schau, welche Wörter zusammenpassen, wie einen Teller spülen oder das Wasser trinken. Du musst nicht alles verstehen, du lernst durch das Wiederholen. Beim zweiten Lesen erkennst du mehr, beim dritten klingen die Sätze schon vertraut. So wächst dein Wortschatz mit jeder Geschichte, ruhig, einfach und ohne Stress. Du siehst, Lesen macht dich stärker im Deutsch. Und das Beste? Du lernst neue Wörter, die du im echten Leben wirklich brauchst. Du brauchst keine Lehrerin, keinen Kurs und keinen Partner. Du kannst allein lesen, wann du willst und wie lange du willst. Das macht dich frei. Mit jeder Seite lernst du neue Wörter, ganz natürlich und ohne Stress. Dein Gehirn speichert Wörter besser, wenn du sie oft siehst. Darum ist Lesen so stark. Wenn du regelmäßig liest, wirst du merken, dass alles leichter wird. Grammatik verstehst du schneller, weil du die Wörter schon kennst. Gespräche fallen dir leichter, weil du viele Wörter im Kopf hast. Schreiben wird einfacher, weil du sie schon in echten Sätzen gesehen hast. Lesen ist der beste Weg, um Wörter zu lernen und sie nie wieder zu vergessen. Jedes neue Wort bringt dich weiter. Lesen macht dich stärker, sicherer und unabhängiger. Du brauchst keine Listen, keine Karten, kein Auswendiglernen. Du brauchst nur Neugier und ein bisschen Geduld. Mit jeder Geschichte wächst dein Deutsch und du merkst, ich kann das. Danke, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir über das Lesen zu sprechen. Schreib mir doch gerne in die Kommentare, welche Wörter dir in der Geschichte am besten gefallen haben. Welche Wörter waren neu für dich? Und sag mir, ob dir diese Art von Lernen gefällt, mit kurzen Geschichten, echten Sätzen und einfachen Erklärungen. Ich freue mich, deine Meinung zu lesen. So kann ich dir noch besser helfen, Deutsch mit Freude zu lernen. Ich hoffe, du hast jetzt Lust bekommen, einfach loszulegen. Denk dran. Du lernst mit jedem Text, mit jedem Satz, mit jedem Wort. Lesen ist dein Schlüssel, um Wörter zu verstehen und sie nie wieder zu vergessen.